Willkommen auf Atoms, Freunde. Diesmal ist eine schöne Schmuckstückwohnung, könnte man Stadtwohnung sagen, Jenny. Hier ist ja grüner Bereich von Alanya am Hang des Burges, das heißt denkmalgeschütztes Gebiet. Man kann hier nicht quer durchbauen, das was gebaut worden ist bleibt, wird verschönert, saniert und so weiter. Und die Wohnung hat man auch saniert. Es ist 80 Quadratmeter, 2+1 mit getrennter Küche. Wo fangen wir an? Fangen wir in der Küche an. Geh mal bitte vor, Jenny. Ganz kurz vorab, Leute, ganz wichtig, wir sind hier in Damlataş, das heißt im Herzen von Alanya, und das Ganze ist natürlich ein Ikamet-freies Gebiet. Genau, da wo bei mir Lücken entstehen, füllt die Jenny die Lücken auf. Hier ist die Küche, hier wurden die Türen erneuert, Böden erneuert, Kabel erneuert, also Elektrik erneuert und Wasserinstallation komplett erneuert. Und wie ihr seht, die Möbel sind auch alles neu. Was auch für mich sehr wichtig ist bei solchen Wohnungen im Erdgeschoss, dass immer einfach Luftzirkulation da ist, dass die Wohnung nicht muffig kriegt. Wir sind hier reingekommen, wir werden das Haus 17. Stock, so Freunde, wenn man eben Erdgeschosswohnungen hat, ist es sehr wichtig, dass eben Luftzufuhr reinkommt. Man lässt entweder ein Fenster offen oder man macht das hier, Lüftungsgeräte, die man sogar online auch bedienen kann, egal wo man ist. Und das hat man hier in jedem Zimmer. Das ist dafür da, dass die Wohnung niemals muffig oder stinkig riecht oder auch Feuchtigkeit entsteht. Ansonsten die Küchenzeile habt ihr gesehen. Die Dame hat gesagt, das ist der Ofen, das ist der Herd. Sie hat sich für Spülmaschine entschieden, kann man machen. Riesenkühlschrank, hat sie auch gesagt, in der Türkei wichtig, wenn man 40 Grad Tage hat, dann trinkt man öfter kalt und so weiter. Die Küchenschränke sind total sauber. Jenny, du wolltest was sagen? Und falls sich jetzt einer fragt, wo ist denn jetzt der Herd? Also Voreinrichtung ist da, das ist der Herd, das ist wie ein Backofen. Aber wenn man jetzt sagt, naja, die Wohnung ist jetzt so klein, ich habe nicht so viel Abwasch, könnte man das Ganze natürlich auch hier wechseln lassen, quasi die Spülmaschine gegen einen Ofen mit Herd austauschen lassen. Ich habe die Dame gefragt, warum hat sie hier gekauft? Sie hat gesagt, sie wollte nur hier. Ich verstehe es, es ist eine andere Lebensatmosphäre am Hang des Burges in Alanya zu leben. Also hier ist man im Geschehen, da ist viel los, alle wollen her, die in Alanya sind. Deswegen kann man auch hier fußläufig alles erledigen, ob jetzt Einkaufsmöglichkeiten sind. Migros-Jet ist in der Nähe, BIM haben wir uns getroffen, ist 100 Meter. Alles zu Fuß zu erreichen, man muss hier nicht mobil sein. Burg ist in der Nähe, Kleopatra Beach kann man zu Fuß in 8 Minuten erreichen. 8 Minuten erreichen. Handtuch unterm Arm, rüber schwimmen, spazieren gehen und herkommen. Also eine schöne Standort ist hier. Ich würde hier was haben wollen, allein weil diese Altstadt voll mit Leben ist. Jenny, endlich mal Riesenbett. Das ist nicht 1,60 mal 2, sondern es ist fast 2 mal 2. Matratze ist neu, alles bleibt hier drin und das sind nicht einfach Schränke hingeklatscht, man hat durchdacht eingerichtet. Auch da die Lüftung, siehst du Jenny, ist da. Das heißt, auch wenn ihr nicht hier da seid, in Alanya seid, wird die Wohnung eben mit Frischluftzufuhr versorgt. Dann gehst du bitte vor. Das Badezimmer befindet sich hier. Auch gute Auswahl an Fliesen, gell? Ja. Dusche, Waschtisch. Alles, was man braucht. Durchlauferhitzer, dass man immer Warmwasser hat. Die Bodenfliesen sind interessant, sehen wie Mosaik aus von römischen Zeiten. Schaut cool aus, Deckenhöhe ist richtig gut geregelt, obwohl das Haus nicht das Neueste ist, aber auch Außenfassade top sauber. Lüftungsmöglichkeit wieder da und man hat hier eben Gitter draußen, dass man auch die Fenster eventuell offen lassen kann. Auch die Türen seht ihr neu
Alles ist so sauber, wie sich's gehört, finde ich. Du hast zu einer Sache keine Stellung genommen, Jenny. Flur im Haus oder in der Wohnung ist für dich wichtig und das ist auch nicht klein. Gehen wir in das Wohnzimmer rein. Total gemütlich, finde ich. Sehr gemütlich. Also hier wäre auch der Essbereich absolut ausreichend. Man braucht gar nicht so große Möglichkeiten, vor allem im Sommer, hat die Dame auch gesagt. Sie liebt es, hier auf dem Balkon zu sitzen, den wir auch euch gleich präsentieren werden. Couch sieht aus, wie wenn man noch nie drauf gesessen hätte, aber insgesamt die Dame ist sehr, sehr sauber und das ist einfach so, wie es sich gehört, meiner Meinung nach. Man hat hier alles, auch Bodenfliesen, alles neu, sind 60 x 60 matt grau. In Farbe, ansonsten alles hell. Ich finde eine sehr, sehr schöne mediterrane Wohnung im Zentrum. Zentraler geht es eigentlich nicht, wenn man eben um sich herum das Leben will. Dann gehen wir mal raus und zeigen euch die Terrasse und dann gehen wir durch den Garten und zeigen euch, was auch im Garten sich so befindet. Ganz wichtig, Leute, wenn ihr hier in die Türkei auswandern wollt oder Urlaub machen wollt, dann müsst ihr euch mit diesen süßen Geschöpfen hier, unter anderem mit Monsieur Panther, auch befreunden. Genau, wer Katzenallergie hat, der hat hier zu kämpfen. Aber wir lieben, wo Tiere und Pflanzen und was weiß ich was schön leben können, können Menschen sowieso schön leben. Hier hat man nochmal ein Tür hier aus der Wohnzimmer zum Terrasse, kann man absperren, kann man offen lassen. Ansonsten hat man im Garten diverse Bäume. Die Dame hat aufgezählt, Maulbeeren, Zitronen, Granatapfeln, hell, Orangen, also auch da hinten roter Granatapfel. Sogar die Ablagen vom Balkon und so weiter hat man schön erneuert, so stiltreu wie möglich und das gefällt mir einfach. Nicht alles, was neu ist, ist schön. Es muss nur sauber und gekonnt eingebaut sein. Dann haben wir hier im Garten auch Gartenhaus. Da gehen wir mal raus durch den Garten und zeigen euch. Schaut euch mal bitte das an. Umgebung, Steinhäuser, die restauriert worden sind. Wir laufen jetzt durch den Garten. Gartenanteil hier ist immer ein Gemeinschaftsnutzungsrecht, aber man stört den nicht, der im Erdgeschoss wohnt. Deswegen teilt man sich vielleicht die Früchte, dass jeder, der im Haus wohnt, was davon abbekommt. Aber man geht nicht so vor, das ist meins, du darfst nicht und so weiter. Man teilt miteinander und das ist gut so. Ihr seht ja, es sind einige noch übrig geblieben. Einige reif, die reif sind, nehmen wir. Es gibt hier Zitronen, die 7 Monate auf dem Baum sind und jederzeit eine andere reif wird. Ihr seht ja, den Panther, der begleitet uns. Also man kann hier schon gestalten mit der Absprache der anderen Mieter oder Besitzer. Und hier hat die Dame ihre Gerümpelkammer. Gold wichtig. Gold richtig und Gold wichtig. So ein Raum, wo man eben das, was man in der Wohnung nicht braucht, unterstellen kann. So Freunde, jetzt kommen wir zum Hauptthema. Wir haben hier eine Stadtwohnung euch präsentiert, die komplett kernsaniert worden ist. Kernsaniert heißt ganze Elektrik, Wasser, Böden, Decken, Wände, alles ist erneuert worden. Deswegen sieht die Wohnung wie ein kleines Schmuckstück aus. Mein persönliche Sicht auf die Dinge ist es nicht die Größe, nicht teuer oder billig, sondern einfach schön. Und dass hier die Schönheit zu sehen war im Video, das könnt ihr bestätigen. Wer so eine Wohnung besitzen möchte im zentralen Region, wo man fußläufig alles erledigen kann. Übrigens, Aufenthaltstitel ist hier möglich. Es ist ein freies Gebiet in Alanya, was auch sehr wichtig ist, glaube ich. Die Wohnung kostet 99.000 Euro fest. Da ist kein Verhandlungsbereich da, weil die Dame mit ihren Renovierungskosten auch das Geld ausgegeben hat. Sie muss leider aus Krankheitsgründen andere Wege gehen. Wir wünschen ihr viel Gesundheit und Glück natürlich und
hoffen, dass eine glückliche oder der Glückliche herkommt und die Wohnung erwirbt, wo er wunderschöne Jahre hier leben kann. In diesem Sinne, Atoms, bis bald. Wir haben von unten bis oben alle Möglichkeiten auf unserem Sortiment, wenn ihr auch zurückscrollt. Da sind einige Immobilien noch, die anders, teuer, günstiger und so weiter sind. Ja, in diesem Sinne, bis bald, Atoms.